Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute wird mir eine große Ehre zuteil, und zwar das geliebte Parfum Len. Ja, ich bin hier mit der Erfinderin der Marke Jelena von Olnhausen und wir besprechen heute die ganzen verschiedenen Düfte, was die Idee dahinter war, auch von diesem tollen Artwork, und wir legen gleich los. Jelena, was hat dich dazu bewegt, ja, diese Route überhaupt einzuschlagen? Erstens, in unserer Familie hatten wir seit Jahrhunderten französische Rezepte, seit Napoleonkrieg eigentlich. Ach was. Das hat ein französischer Parfümeur an meine Uroma geschenkt. Und ich wollte immer schon diese Rezepte zu Düfte kreieren. Und das hat mir gelungen. Mitte 2010 erstmal. Die haben nicht so gut gerochen, weil das natürlich auch alte Ingredienten waren. Und dann habe ich gedacht, ich möchte eine Linie haben, die Liebesgeschichten erzählt, weil diese alte Rezepte auch mit Liebe zu tun hatten. Und so sind erste 6 Düfte entstanden. Sehr faszinierend ist an dieser Stelle auch, dass die Substanz von allem, also egal ob man sich die Flasche, das Flakon anschaut oder auch der Parfümeur selber in Zusammenarbeit mit dem das entstanden ist, es wurde tatsächlich nur das Beste gewählt. Ne? Absolut, weil das macht Nischendüfte aus. Beste Zutaten in beste Konzentration mit auffälligem Design. Eine Sache zieht sich durch die gesamte Kollektion, das heißt, wenn wir uns jetzt hier einen Duft anschauen, ist es bezogen auf Städte, würde ich sagen? Auf Länder. Auf Länder. Und dann die Städte in diese Länder teilweise. Und es ist immer dann die Ingredienten in diese Düfte, die gerade in diesem Land oder in dieser Stadt Duft zu Bestseller machen können. Warum hast du dich entschieden, eigentlich extrahiertes Eau de Parfum zu verwenden? Es gibt viele auch teure Düfte, die jetzt so eine hohe Duftkonzentration nicht wählen. Was war der Gedanke dahinter? Ich wollte ein Brand kreieren, wo alles, was ich sonst in Parfüms suche, zustande kommt. Ich mag nicht, wenn ich nur 2 Stunden rieche und dann eben muss ich wieder nachsprühen. Also habe ich Konzentration gewählt, das eigentlich 24 Stunden hält. Wir haben erst vor kurzem mit der Marke tatsächlich angefangen und Crystal Bomb ist so einer der Highlights und der bestverkauften Düfte, die wir aktuell in der Neuvorstellung haben. Wir fangen einfach jetzt mal an. Ich möchte auch selber natürlich ein bisschen mehr darüber wissen, ist ganz wichtig. Wenn wir uns jetzt Privarot anschauen, ja, kommt jetzt eher aus Russland, sage ich mal, inspiriert. Was war der Gedanke oder wonach riecht das? Für wen ist das? Es ist für Frauen, ganz klar. Es riecht nach Rose, Ylang-Ylang und Jasmin. Es sind auch die teuerste Sorten von diesen Pflanzen ausgewählt. Der Gedanke war, eine brasilianische Hexe, die in Moskau ihre Privarot-Düfte verkauft. Privarot heißt Love Spell. Ich weiß nicht, wie heißt es eigentlich? Victoria hat mir schon ein paar Mal davon erzählt, dass es quasi eine Hexe ist, die Männer verzaubert so. Ja, die Männer verzaubert, wenn sie das riechen. Ich habe diese Hexe tatsächlich in Sao Paulo getroffen. Ach was, nein. Ja, und sie hieß wirklich genauso. Und ich habe mir vorgestellt, was passiert, wenn sie nach Moskau kommt. Und in Clubs das vertreibt, das wird ein Bestseller. Und Privarot, wie heißt es auf Deutsch? Liebesflug. Liebesgetränk, Ja, okay. irgendwas. Ja, also das ist wie Magnet, Personen an dich zieht, die du sehr gerne magst. Okay. Ja. Und an jede Frau riecht es anders. Das ist das Geheimnis von meinem Parfümeur. Ja, wir hatten auch ein Event, eine Sitcom, und da habe ich das tatsächlich auch gezeigt und auch verschenkt an eine Frau, und das kam sehr, sehr gut an. Wenn wir jetzt uns ein bisschen vorarbeiten in der Kollektion Try to Follow Me, was können wir hierzu sagen? Sehr amerikanisch, sexy, frisch. Es ist ein Duft für Männer und Frauen, überwiegend für Männer, den ich ganz, ganz gerne auch selbst rieche. Das ist eine Liebesgeschichte, die ich selbst erlebt habe. Ich habe am Flugzeug einmal einen weltberühmten Pokergamer, Pokerspieler, weltbekannt kennengelernt, und er hat mir gesagt, er ist 1 Tag in Monaco, 1 Tag in Los Angeles und 2 Tage in New York und kann keine Beziehung führen. Aber es gibt ganz viele Frauen, die ihn verehren, weil er diesen Beruf ausübt. Und dann habe ich mir gedacht, Try to Follow Me ist ein ganz, ganz toller Name für so einen Duft. Ja, und was für Noten haben wir da so drin? In welche Richtung geht das? Das ist natürlich frische Noten, das ist immer Iris, wo ich so fasziniert bin. Und dann ist das
etwas Vanille drinnen. Und ich kann nicht alles natürlich hier wiedergeben und erzählen, man muss es riechen. Okay. Aber für mich war wichtig, sportlich, sexy, anziehend und frisch. Auch sehr, sehr spannend. Also das meistverkaufte Parfum, was ich eigentlich auch in jedem, wenn jemand, sagen wir mal, einen Duft für einen schönen, eleganten Abend sucht, ja, und jetzt gerade so an Crystal Bomb ist tatsächlich der Duft, ist einfach ein wirklicher Superstar. Das ist klar inspiriert, sage ich mal, aus dem arabischen Raum, würde ich jetzt sagen. Das ist einfach sehr originale Mischung von Oud und das ist Oud von Madagaskar, eine der teuersten. Oud, wo kostet ein Gramm 500 €, und Raspberry. Was ist Raspberry? Himbeere, glaube ich. Ja, und Himbeere. Raspberry. Und das macht diese absolut interessante Zusammensetzung. Ist auch sehr lange anhaltend. Also wenn es einen Duft gibt, den ich blind empfehlen kann, wo ich mir auch keine Sorgen machen, also der Duft wird jedem Mann gefallen, der ansatzweise sich für diese Thematik interessiert. Sehr, sehr toller, langanhaltender Duft. Kann man eigentlich in jeder Situation anwenden, würde ich sagen. Absolut, flächendeckend. Flächendeckend, ja. Sehr universell. Ja, ist eigentlich Und das eine ist so tolle Idee. nischig, sehr, sehr nischig auch noch dazu. Ein besonderer Duft. Auch wenn wir uns mal einen Flakon anschauen und hier auf die Details eingehen, ist es eigentlich jetzt im Kontrast zu der Verpackung schon sehr pur. Es gibt ein sehr schönes Feature, ne? Wir haben hier einen Magnetkopf also diese Flakons machen einen sehr massiven Eindruck. Ne? Das ist für mich war wichtig, weil das ist das wirklich das absolut stärkste Magnetknopf, was man auf dem Markt finden kann. Deswegen ist es auch sehr teuer. Und ich verliere in meine Taschen immer so Deckel von Parfüms. Ja. Und das gefällt mir nicht, weil das wird dann hier irgendwie komisch. Und das kann man wirklich nicht verlieren, wenn man das in der Tasche hat. Deswegen habe ich das gemacht. Und übrigens, das ist ein Logotype von Brand. Und das ist ein Kopf von sehr alten Schlüssel. Ah, okay. Und das bedeutet für mich, dass ein Duft ist Schlüssel für unsere Erinnerungen. Und so deswegen findet man immer wieder das versteckt in den Designs. Ja, okay. Auch ein sehr spannender Duft. So diese Komposition habe ich in der Art auch noch nicht gerochen. She und Male. Ja, das ist Iris, Vetiver und Neroli. Sehr charismatischer Duft. Finde ich auch sehr unik. Weil jeder Duft erzählt Liebesgeschichte zwischen verschiedenen Leuten. Und dieser Duft erzählt Geschichte über Liebe zu sich selbst. Ach, was? Weil ich gesagt habe, in dir gibt es weibliche Charaktereigenschaften, in mir männliche. Wir sind im Grunde genommen She and Male in einer Person. Ja. Und das ist so, diese Duft, das ist übrigens teuerste Öle in meiner Kollektion. Das ist wirklich Duft über Liebe zu sich selbst. Wann sollte man jetzt beispielsweise diesen Duft tragen? Ist ja Über den Tag. okay, das ist ein Tag, Tagesduft. Ja. Okay. Tagesduft. Als nächsten Stopp Just Roulette, einer meiner Lieblingsstädte. Wir sehen hier vorne den Mailänder Dom. Hier geht die Reise ganz klar nach Italien. Da gibt es bestimmt auch eine Geschichte zu. Ja, natürlich. Ja? Zu jedem Duft gibt es eine Geschichte. Das ist eine Geschichte gewidmet einem sehr, sehr, sehr berühmten italienischen Schauspieler, der Favorit von meinem Parfümeur war. Weil mein Parfümeur ist Michele Almayrac und er liebte diesen Schauspieler und hat kreiert einen Duft, wo Wut drin ist, Zitrus, Grapefruit. Und das ist für mich typischer Unisex mit männlichen Noten. Mhm. Sehr, sehr gut, okay. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was wäre dein Traum für die Marke? Also was würdest du dir wünschen für die Marke? Ich mache 27 verschiedene Düfte. Ich kann jetzt schon verraten, dass 2 neue Düfte kommen. Einmal über Ibiza und ein über Macau. Oh! Weil meine Kindheit auf Ibiza immer war so, als Kind Das habe wird, ich glaube ich, da, ein wilder Duft, oder? ja, absolut wilden, richtig so ein bisschen dreckig, sexy, durchgetanzte Nacht und dann Kaffee an Café del Mar. Ah, okay. Und dann siehst du, wie die Sonne aufgeht. So wird dieser Duft sofort dich dahin bringen. Ja, und dann Macau-Duft. Also meine Vision ist, in den nächsten Jahren 27 Düfte, also das ist jetzt 6, nächste 21 Düfte kreieren. Dann Körperlinie, Körperpflege und ein paar Kerzen. Und dann mache ich jetzt schon eine sehr teure Linie, auch für Len, auch Liebesgeschichten. Aber es wird fantastischen, noch nie gesehenen Flakon. Sehr, sehr schön. Also ab und an gehe ich ja live auf Twitch, habe so meine Show und bei mir im Regal stehen viele Parfumflaschen. Ja. Und das Schöne ist,
wenn man die halt nebeneinander stellt, Ja, das sieht das gut sieht, aus. ist wirklich ein sehr, sehr toller Look, können wir auch nochmal zeigen. Es ist einfach ja ein tolles Bild. Wir haben da einfach ein sehr schönes dekorativen Element. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn es was Neues gibt, ja, und an dieser Stelle... Sage ich dir als Ersten. Ja. Du kriegst als Erster. Das ist super, Ja. das ist sehr wichtig, ja. Genau. Und wenn wir nochmal zum Duft Macao, der wird ein bisschen dunkler dann von der Charakteristik, oder? Das ist dann typischer chinesischer Duft. Aber Macao ist nicht typisch chinesisch. Macao hat sehr viel mit Glücksspielen zu tun. Ja, genau, das habe ich mir auch Mit gedacht. Rolls-Royce und mit diesem ganzen Gefühl, dass von jetzt auf jetzt kann dein Leben sich komplett ändern, wenn du gewinnst oder verlierst. So ein Duft wird das sein. Super. Ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Schaut gerne bei ihr vorbei. Ich habe alles in der Beschreibung natürlich verlinkt auf Instagram. Und wenn ihr Interesse an den Düften habt, schaut gerne bei mir im Onlineshop vorbei. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann.